Heute geht es endlich los auf die Route 66. Von hier, Chicago, Illinois, bis nach Santa Monica in Kalifornien. Wir haben tief und fest geschlafen, aber sind natürlich wieder früh auf, die Aufregung und so. Wir verlassen unser kleines Saubus Motel in Morton Grove mit einer Empfehlung. Die Lage ist ideal und es ist eine gute Gegend. Keine zwielichtigen Gestalten lungern herum und das Personal ist jederzeit freundlich und hilfsbereit. Die Zimmer vor allem sauber und zweckmäßig mit allem eingerichtet, was man braucht. Und wer wie wir nicht bereit ist, für ein Hotelzimmer in Chicago viel Geld und on top als Hotelgast sehr viel Geld, durchschnittlich etwa nämlich $30 am Tag, für den hoteleigenen Parkplatz zu zahlen, der sollte daran denken, dass man ja fast nur zum Schlafen dort ist. Prestige ist nicht alles und da ist man in einem Motel schon gut aufgehoben. Die heutige erste Etappe von etwa 100 Meilen führt uns vom Start in Chicago auf der Adams Street bis nach Pontiac, Illinois. Aber erstmal Frühstück. Und zwar in Chicago, in Lou Mitchells Restaurant. Das macht man so, wenn man in Chicago auf die Route 66 startet. Das Frühstück war grandios, der Service 1A und die lieben Worte unseres Kellners zum Abschied "Take care of you and have fun. It's a long, long way to Santa Monica" werden wir wohl nie vergessen. Von Lou Mitchells ging es zügig zum Startpunkt, schnell noch ein paar Fotos und ein kurzes Gespräch mit anderen Reisenden, dann ging es endlich los. Bis zur ersten Baustelle. Aber das sollte nicht die einzige auf unserer Reise werden und die Amerikaner haben die Sache mit den Umleitungen super im Griff. Perfekt ausgeschildert und keine Riesenumwege à la Stadtrundfahrt wie in Deutschland.
Die Route 66 führt uns durch Vororte von Chicago wie Cicero und Lyons und hinter McCook wird es dann fast ländlich. Der ein oder andere kurze Fotostop und kurz hinter Romeoville waren wir schon in Joliet. Manch einem mag das kleine Städtchen bekannt sein durch die Blues Brothers. Viele Route 66 Sehenswürdigkeiten, also immer der Route nach, eine kleine Stadtrundfahrt. Natürlich wollten wir auch zum Joliet Prison, aus dem einst die Blues Brothers entlassen wurden. Gedreht wurde hier im Übrigen auch Prison Break. Wir verlassen also kurz die Route 66 und fahren den kurzen Umweg durch Joliet zum Gefängnis. Geschlossen wurde das Gefängnis im Jahr 2002, seitdem kommt man nur noch für Besichtigungen rein, nicht mehr für Straftaten. Von dort ging es dann weiter zum Rialto Theater. Auf dem gegenüberliegenden Parkplatz wurden wir prompt von einer Dame in städtischer Uniform angesprochen. Gab uns den Tipp, ins nebenanliegende Parkhaus auf das obere offene Deck zu fahren. Das Parkhaus ist am Wochenende kostenlos und von dort hätten wir den perfekten Blick auf das Theater. Und sie hatte recht, der Blick war perfekt. Weiter ging es über Elwood nach Wilmington. Auch hier einiges an kleinen Sehenswürdigkeiten, aber unser Weg führte uns zielstrebig und direkt, da quasi am Ortseingang gelegen, zum Launching Pad. Eine Institution an der Route 66 und bekannt durch den Gemini Giant, eine meterhohe Glasfaserfigur, wie sie überall in den USA als Werbefiguren zu finden sind. Einfach Kult. Wir holen im Launching Pad unseren ersten Stempel im Route 66 Passport und erfahren, dass wir sogar die First Edition haben. Naja, haben wir ja auch schon bei unserem letzten USA-Besuch 2019 gekauft. Dieser Pass ist eine nette Idee, man holt sich ähnlich wie bei einer Schnitzeljagd Stempel bei teilnehmenden Geschäften oder Visitor-Centern und leider haben wir vor lauter Aufregung hier am Launching Pad vergessen, unsere Fahne signieren zu lassen. Ärgerlich, aber nicht mehr abzuändern. Dafür haben wir aber nun unseren eigenen kleinen Gemini Giant im Regal stehen.
Über Goodley ging es weiter nach Gardner. Hier wurde ein alter Diner, das Riviera Roadhouse, wieder aufgebaut. Es ist aber leider nicht mehr im Betrieb, man kann es nur von außen anschauen. Dafür kommt man ins Gefängnis, wenn man will. Wir wollen. Und zwar steht in Gardner ein altes kleines Gefängnis mit 2 Zellen, deshalb auch Two-Cell Jail. Liebevoll erhalten und sowas sieht man ja nicht alle Tage, hoffentlich, also von innen. Quasi gegenüber befindet sich The Shop. Wir hatten einen kurzen weiteren Fotostop im Kopf, nichts ahnend, dass hier ein sehr netter Herr für den Erhalt sorgt und die Besucher empfängt. Er hat uns wahnsinnig viel über Gardner und The Shop erzählt, alles wird hier in Eigenregie erhalten. Da erkennt man die Liebe vieler Amerikaner zur Route 66. Es ging weiter nach Dwight, wo aus einem kurzen Fotostop auch wieder ein längerer Aufenthalt wurde, denn in der Ambler-Becker-Texaco-Tankstelle befindet sich das Visitor Center. Ein süßer, netter, älterer Herr, der hier für den Erhalt sorgt, verschob einfach seinen Feierabend und führte uns mit vielen Erklärungen und Geschichten durch diese alte Tankstelle an der Route 66. Also langsam sind wir fast erschlagen von so viel herzlicher Freundlichkeit und der Freude, die die Menschen ausstrahlen, dass diese alte Straße wieder auflebt. Es ist fast rührend. Zum Schluss gab es einen Lolli, denn den bekommt seit Ewigkeiten jeder Reisender an dieser Tankstelle. Über Odell kamen wir nach kürzeren Stops zum heutigen Ziel Pontiac. Geprägt von der Route 66 ein kleines, beschauliches, typisches amerikanisches Städtchen. Wir haben unterwegs so viel rumgetrödelt, dass wir es nur noch in die alte Feuerwache geschafft haben, denn sie beherbergt heute die Illinois Route 66 Hall of Fame. Hier treffen wir auf viele, viele Andenken an den leider schon verstorbenen Künstler Bob Waldmeier. Er hat zuletzt quasi in einem umgebauten Bus mehr oder weniger auf der Route 66 gelebt und wunderschöne Bilder und Karten gezeichnet.
Wir übernachten heute in einem Motel etwas außerhalb von Pontiac. Den Bummel durch die Stadt haben wir auf den nächsten Morgen verlegt, denn so langsam waren wir nicht nur von der langen Fahrt geschafft, sondern auch von den vielen wunderbaren Eindrücken. Morgen geht es also weiter. Erst Sightseeing in Pontiac und dann geht es auf die zweite Etappe, die uns in die Hauptstadt von Illinois führt, nach Springfield. Mehr dazu gibt es in Episode 5. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasse keinen Tag von der Reise unseres Lebens. Route 66, the trip of a lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week.